Wir haben bereits gelernt, wie man mit Say-Notes etwas an Nutzer ausgibt. Schauen wir uns nun an, wie man Fragen mit Hilfe von Question Notes stellt. Question Notes geben etwas an den Nutzer aus und warten dann auf eine Antwort, die den in der Question Note konfigurierten Validierungsregeln entspricht. Sobald eine gültige Antwort eingegangen ist, wird der Flow an der Note fortgesetzt, die auf die Question Note folgt. Sehen wir uns ein Beispiel an. Ich sage Hallo, um den Flow zu starten. Ja, ich möchte Gepäck aufgeben. Beachten Sie das grüne Caret-Zeichen neben der Question Note, das den aktuellen Einstiegspunkt für den Flow anzeigt. Wenn der Nutzer direkt die Frage beantwortet, anstatt mit der Start-Note zu beginnen, startet Cognigy an dieser Question Note. Dies ist eines der Hauptmerkmale von Question Notes. Sie sind wie Lesezeichen in einem Flow, die Cognigy vorgeben, wo es starten muss, wenn die nächste Nutzereingabe eingeht. Einstiegspunkte sind ein wichtiges Konzept in Cognigy und wir werden in anderen Videos noch viel mehr über sie erfahren. Ich reise meistens mit viel Gepäck, also sage ich, dass ich 3 Gepäckstücke habe. Wenn ich 3 eingebe, gibt Cognigy zunächst die Say-Note und dann die Question Note aus und wartet danach auf die nächste Nutzereingabe. Ich gebe an, dass ich nach San Francisco oder SFO fliege und Cognigy wünscht mir einen guten Flug. Jetzt starte ich nochmal neu und gebe andere Antworten. Auf die Frage, ob ich Gepäck aufgeben möchte, sage ich 3. Cognigy sagt dann, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, sowie erneut, möchten Sie Gepäck aufgeben? Wenn ich Ja sage, wird die Konversation fortgesetzt. Auf die Frage, wie viele Gepäckstücke ich aufgeben möchte, sage ich weiß nicht, und das System sagt mir daraufhin wieder, dass es mich nicht verstanden hat. Ich sage 3 und setze die Konversation fort. Dies mag einschränkend erscheinen, geschieht aber absichtlich. Es gibt auch Möglichkeiten zur Verarbeitung von Eingaben, die keiner Validierungsregel entsprechen müssen. In diesem Fall habe ich die Question Notes jedoch so konfiguriert, dass sie einen bestimmten Antworttyp erfordern. Aber lassen Sie uns ganz am Anfang beginnen und zunächst einen Blick auf die verschiedenen Konfigurationsoptionen für Question Notes werfen. Ich erstelle eine neue Question Note und klicke darauf, um das Panel zum Editieren der Note zu öffnen. Ganz oben sehen Sie den Question Note-Typ, den ich vorerst bei Ja oder Nein belasse. Die nächsten Felder sind identisch mit denen, die Sie von einer Say-Note kennen. Die Ausgabe, der Ausgabetyp und die Optionen funktionieren genauso wie bei einer Say-Note. Werfen wir einen Blick auf die Reprompt-Optionen. Diese Einstellungen geben Cognigy vor, was zu tun ist, wenn der Nutzer etwas sagt, das nicht mit dem Fragetyp übereinstimmt. Wenn es sich also um eine Ja-Nein-Frage handelt und der Nutzer vielleicht sagt, können wir ihn auffordern, eine genauere Antwort zu geben. Ich ergänze, bitte antworten Sie mit Ja oder Nein als meine Reprompt-Nachricht. Ich habe auch die Möglichkeit, die Frage nach der Reprompt-Nachricht zu wiederholen. Zudem gibt es auch noch ein Feld für eine Reprompt-Bedingung. Wir werden uns im Flow-Entwicklertraining eingehend mit Bedingungen befassen. Aber nun wollen wir unsere Einstellungen testen. Ich sage zunächst Hallo und dann Vielleicht. Beachten Sie, dass zunächst meine Reprompt-Nachricht verwendet und die Frage dann erneut gestellt wird. Wenn ich die Option zum Wiederholen der Frage deaktiviere, wird nur die Reprompt-Nachricht angezeigt. Lassen Sie uns nun die Antwort an den Benutzer ausgeben. Ich erstelle eine Say-Note und gebe im Textfeld zunächst Ihre Antwort lautet ein und wähle dann Last Question Result als Token aus. Wenn ich es teste, erhalte ich Ihre Antwort lautet wahr, anstatt Ihre Antwort lautet ja, weil Cognigy das Ergebnis der Ja-Nein-Frage intern als wahr oder falsch speichert. Ich belasse die Say-Note dort, damit wir noch weitere Beispiele für andere Fragetypen sehen können. Was ist, wenn der Nutzer nicht mit Ja oder Nein antwortet? Er könnte auch sicher sagen oder das ist richtig oder jawohl. Testen wir es erneut und ich sage diesmal sicher. Cognigy erkennt sicher als eine bejahende Antwort und fährt mit dem Flow fort. Ich versuche es noch einmal und sage, das ist richtig. Cognigy erkennt dies nicht als bejahende Antwort und bittet mich um eine Antwort mit Ja oder Nein.
Es ist möglich, eine Liste von bejahenden oder verneinenden Antworten zu Cognigy hinzuzufügen. Wählen Sie dazu in der linken Seitenleiste zunächst Verwalten und dann Einstellungen. Sie sehen die Option Zusätzliche positive Bestätigungswörter hinzufügen. Ich füge „Das ist richtig" zur Liste hinzu. Ich teste meinen Flow noch einmal und sage „Das ist richtig". Jetzt wird es als eine bejahende Antwort erkannt. Ändern wir nun den Fragetyp in eine Datumfrage. Ich ändere meinen Text in „Welches Datum?". Für meine Say-Note wähle ich das Token First Date Slot anstatt Last Question Result. Ich speichere zunächst und dann testen wir, was passiert. Beachten Sie, dass ich nach dem Datum gefragt werde und mir zudem ein Datum-Button angezeigt wird. Cognigy zeigt die Datumsauswahl an, wenn der Nutzer über unseren standardmäßigen Webchat-Client chattet. Die Say-Note gibt die Antwort in der Cognigy-internen Darstellungsform wieder. Schauen wir uns verschiedene Datumseingaben an, die Cognigy erkennt. Ich starte den Flow und sage „Nächsten Dienstag". Und es funktioniert. Jetzt sage ich „in 2 Wochen". Und auch das funktioniert. Wie wäre es mit einem Zahlfragetyp? Ich ändere den Text in „Wie viele?" Für meine Say-Note wähle ich das Token First Number Slot. Das ist einfach. Wie wäre es mit einem Geldfragetyp? Ich ändere meinen Text in „Wie viel Geld?" Und für meine Say-Note verwende ich das Token First Currency Slot. Auf die Frage „Wie viel Geld?" sage ich 4 Stapel je $600. Beachten Sie, dass Cognigy 600 zurückgibt, die 4 wird als allgemeine Zahl und die 600 als eigentlicher Währungswert betrachtet. Ich möchte 3 weitere Fragetypen zeigen, die alle einzigartig sind. Der erste ist der Slot-Fragetyp. Dieser akzeptiert Übereinstimmungen zu jedem Slotnamen, den Sie in einer Frage angeben. Wir haben noch nicht über Lexika gesprochen, aber als ich diesen Agenten in Cognigy erstellt habe, habe ich die Flughafencodes unter Lexikon hochgeladen. Ich gebe den spezifischen Keyphrase-Namen Airport Code unter Slotname ein und ändere die Frage in „Welcher Flughafen?". Über meine Say-Note gebe ich einfach das Token Last Question Result aus. Zum Testen sage ich „Hallo" und dann SFO. In späteren Kapiteln erfahren Sie mehr über Lexikon und Slotnamen, aber es ist gut, diesen Fragetyp als Option im Hinterkopf zu behalten. Er kann in Fällen wie Flughafencodes sehr nützlich sein, in denen Sie nach einer konkreten Antwort aus einer langen Liste möglicher Antworten suchen. Der zweite Fragetyp, den ich vorstellen möchte, ist der Regex-Fragetyp. Regex steht für regulärer Ausdruck und ist ein Standard zur Beschreibung von Mustern in Text. Sie könnten zum Beispiel einen regulären Ausdruck für eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse verwenden. Cognigy versucht, die vorgegebene Musterübereinstimmung zu finden und behandelt diese dann als Antwort auf die Frage. Angenommen, wir benötigen die Sozialversicherungsnummer des Nutzers.
Als erstes suche ich im Internet nach einem Regex für Sozialversicherungsnummern. Diese gebe ich dann im Feld für den regulären Ausdruck ein. Beachten Sie, dass ich den regulären Ausdruck mit einem Vorwärtsschrägstrich beginne und beende. Wenn Ihre Eingabe kein gültiger regulärer Ausdruck ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Als Text verwende ich: Wie lautet Ihre Sozialversicherungsnummer? Beim Testen sage ich zunächst 1, 2, 3, 4, 5 und erhalte meine Reprompt-Nachricht. Wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sage, erhalte ich eine Bestätigung. Schließlich gibt es noch den Textfragetyp. Dieser akzeptiert jede beliebige Nutzereingabe. Wenn ich also frage, wie geht es Ihnen? Und ich antworte mit gut, können Sie sehen, dass ich unabhängig von meiner Eingabe zu meiner Say-Note gelange. Wir wissen jetzt, wie man Fragen stellt. Schauen wir uns nun an, was wir mit den Antworten machen können. Standardmäßig wird jede Antwort als Cognigy Input gespeichert. Deshalb konnte ich diese ganzen Token wie Last Question Result oder First Date Slot in meiner Say-Note verwenden. Sehen wir uns die zusätzlichen Optionen unter Erweitert an. Wenn ich Detaillierte Ergebnisse speichern aktiviere, speichert Cognigy nicht nur die Antwort. Es speichert dann den Wert, die Frage, den Zeitstempel und die Antwort als Cognigy Input. Ich kann auch die Option Überspringen, falls Antwort in Input, aktivieren. Sehen wir uns an, wofür das nützlich sein könnte. Ich füge oben eine weitere Frage hinzu, wähle als Fragetyp eine Zahlfrage aus und gebe als Text wie viele Tickets ein. Beim Durchlaufen des Flows sage ich zuerst 3 und dann SFO. Das macht Sinn. Jetzt mache ich es nochmal und sage 3 Tickets nach SFO. Beachten Sie, dass die Frage nach dem Flughafen übersprungen wurde, da diese Antwort bereits in meiner Eingabe zur vorherigen Frage enthalten war. Das ist genau das, was die Option Überspringen falls Antwort in Input für uns tun kann. Ich habe bereits gesagt, dass die Antworten als Cognigy Input gespeichert werden. Wir werden den Cognigy Input in späteren Kapiteln noch ausführlicher behandeln. Eine Einschränkung beim Speichern der Antworten als Cognigy Input besteht darin, dass sie verschwinden, sobald der Nutzer etwas anderes eingibt. Ich kopiere meine Say-Note unter meine erste Frage, um zu verdeutlichen, was ich damit meine. Beachten Sie, dass die Say-Notes das Last Question Result aus dem Cognigy Input ausgeben. Bevor also auf eine bestimmte Frage geantwortet wird, überprüft Cognigy die Antwort zur vorherigen Frage. Aber was ist, wenn ich das Ende meines Flows erreiche und die Zahl der Tickets abrufen möchte? Diese Information ist nicht mehr verfügbar, da sich der Cognigy Input geändert hat. Wir können Antworten während der kompletten Konversation beibehalten, indem wir sie im Cognigy-Kontext erfassen. Ich wähle meine Question Note und kann unter Kontext die Option Ergebnis als Kontext speichern auswählen. Daraufhin erscheint ein neues Feld,
Zu verwendender Context Key. Stellen Sie sich diesen als einen Identifikator für die Antwort vor, auf den ich später zurückgreifen kann. Für diese Frage könnte der Key also Flughafen lauten. Auf diese Weise kann ich im weiteren Verlauf der Konversation im Cognigy-Kontext darauf verweisen. Zum Beispiel, wenn ich den Flugstatus des Nutzers in einer externen Datenbank abfrage. Wir werden in nachfolgenden Lektionen noch mehr über den Cognigy-Kontext und die entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten sprechen. Der letzte Punkt, den ich zu Question Notes behandeln möchte, ist die Option, Werte im Profilspeicher zu speichern. Wie ich bereits erwähnt habe, bleibt der Cognigy Input nur so lange bestehen, bis der Nutzer eine neue Eingabe macht. Der Cognigy-Kontext steht während der gesamten Konversation zur Verfügung. Das Cognigy-Profil bleibt dagegen während des gesamten Nutzungsverlaufs eines Nutzers bestehen, als auch über mehrere Konversationen hinweg. Wenn ich die Option Ergebnis im Kontaktprofil speichern aktiviere, erscheint ein neues Dropdown-Menü zu verwendender Profil-Key. Dadurch kann ich die Eingaben eines Nutzers dem entsprechenden Nutzerprofil zuweisen. Das ist sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn Sie nach dem Namen des Nutzers fragen und diese Information auch in zukünftigen Konversationen verwenden möchten. Wie schon beim Cognigy-Kontext werden wir an dieser Stelle nicht behandeln, wie man auf die Profilwerte zugreift, aber wir werden dies später tun. In den folgenden Kapiteln lernen wir, wie man Logik anwendet, die es dem System ermöglicht, je nach Antwort des Nutzers unterschiedlich zu reagieren.